Ich muss sagen, ich kannte ihn vorher nicht. Ich glaube, das ist bei den meisten irgendwie so. Also Beethoven kennt man und Louis Spohr, glaube ich, haben die wenigsten irgendwie schon mal gehört. Er war einer der größten Geiger in der Romantik und damals ungefähr genauso berühmt wie Paganini. Den hat er auch auf seinem Konzerttournee in Italien getroffen. Ein ziemlich bekannter Geigenvirtuose seiner Zeit und auch damals ziemlich bekannter Komponist. Er hat sehr lange in Kassel gewohnt und da als Hofkapellmeister gearbeitet. Also es gibt die Akademie, die nach ihm benannt ist. Und das Denkmal, das Louis Spohr Denkmal, und es gibt auch eine Straße, die nach ihm benannt ist. Er hat viel unterrichtet, also hat er auch sich einen festen Schülerstamm aufgebaut hier und war dafür auch bekannt, auch für seine Pädagogik. Und der war auch einer der ersten Dirigenten, die einen Taktstock benutzt haben. Das ist auch mal ganz interessant zu wissen. Ja, und war wie gesagt natürlich auch selber als Künstler, als Musiker bekannt, als Virtuose. Ich kenne so die Oper von ihm, die Yesonda heißt. Das Violinkonzert Nummer 8, glaube ich, in Form einer Gesangsszene. Das Nonet für Streicher und Holzbläser. Momentan erarbeiten wir gerade das Oratorium Die letzten Dinge von Spohr. Und als Geiger hat man irgendwie auch schon mal was von seinen Violinkonzerten gehört. Sehr fröhlich und virtuos und romantisch. Wenn man das Bild von ihm anschaut, dann hat man das Gefühl, dass das Bild und das, was man über ihn weiß, nicht so ganz zusammenpassen. Er war, glaube ich, ein bisschen fülliger und ziemlich groß gewachsen oder hochgewachsen. Gebildet, charmant, freundlich, ein Gentleman. Ja, also ein kräftiger Kerl, glaube ich. Ja, der hübscheste war er jetzt nicht gerade. Angeblich hat er wohl deswegen, einer der Gründe, auch den Kinnhalter für die Geige erfunden, weil er so groß war, um das irgendwie ein bisschen auszugleichen. Andere sagen, weil es schöner klingt, aber ich würde gern glauben, weil er so groß war. Ich kann mir ihn vorstellen halt wie ein Künstler, wie einen vielleicht charismatischen Menschen, der eigentlich freundlich war, der viele Kontakte geknüpft hat in seinem Leben, der eigentlich ganz normales Leben geführt hat, aber doch war der ziemlich berühmt zu seiner Zeit.